Für Basti geht es heute erstmal solo auf ein kleines Mini-Abenteuer. Das ist richtig schön, macht richtig Laune. Ich bin richtig froh, dass wir das heute mal machen. Was für ein Spot! Zwischen all den Schotterpisten verliebt er sich dabei klammheimlich in das ein oder andere klassische Schwedenhaus. Also hier stehen so schöne Häuser an den wunderschönsten Stellen. Während sich gleichzeitig die ersten kleinen Wehwehchen an unserem Chimney bemerkbar machen. Lichtmaschine. Danach geht es im Konvoi zusammen weiter Richtung Norden. Völlig ungeplant überqueren wir dabei den Polarkreis. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Irgendwie kam auf einmal das Schild. Im schönsten Abendlicht. Wir sind Die Woche beenden wir schließlich an zwei der absolut schönsten Spots unserer bisherigen Reise. Dass es dauerregnet, geschenkt. Wir machen das Beste draus. Und Schweden bietet zum Glück die schönsten Plätze mit einem trockenen Unterschlupf. Willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Und wenn ich sage mit uns, ist es diesmal Manuel und Basti. Es ist wieder Zeit. Hallo! Manu war ja schon mal dabei und wir haben zusammen auf der Abenteuer in Allrad zusammen ein Video gedreht. Und jetzt ist es wieder soweit. Svenny ist nicht dabei und wir beide fahren Offroad. Bin gespannt, wie das wird. Mal den Jimny ein bisschen dreckig machen. Den Amarok aber auch. Ja. Los goes! Los goes. Los goes! Los goes. Okay, Manu und ich sind aufgebrochen. Wir sind jetzt noch ein bisschen natürlich erstmal auf der normalen Straße unterwegs. Mal sehen, wie lange wir hier jetzt noch auf dem Teer unterwegs sind, aber dann geht's hoffentlich alsbald in Offroad. Ich muss gerade abbremsen, weil wir ein Rentier auf der Straße haben. So, wir haben zumindest mal die geteerte Straße verlassen und sind jetzt auf der Schotterpiste. Bisher war es aber in Schweden eher so, dass auch Schotterpiste oder Sandwege sehr, sehr gut befahrbar sind. Das hat noch nicht viel mit Offroad zu tun, außer dass wir nicht mehr on the road sind. Wollen mal sehen, wie das noch wird, ob es noch ein bisschen spaßiger wird oder ob wir hier weiter auf so Autobahnsand fahren. Zwischen all dem Staub auf den Schotterpisten zeigen sich immer wieder neugierige und manchmal auch ziemlich freche Rentiere am Straßenrand. Nachdem wir zuletzt so viel auf Teer unterwegs waren, ist das genau die richtige Abwechslung. Richtig geil, da ist man mal so ein bisschen abseits der normalen Straße und schon sieht man gefühlt alle 5 Minuten ein Rentier, ein Reh, Baby mit Mama, Elch leider noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch, so lange sind wir noch nicht unterwegs. Das ist richtig schön, macht richtig Laune. Ich bin richtig froh, dass wir das heute mal machen, so als kleinen Ausflug.
Lichtmaschine. Lichtmaschine muss viel Arbeit. Lichtmaschine müde. Wir haben nämlich festgestellt, dass unsere Lichtmaschine ziemlich an ihre Grenzen gekommen ist. Am Anfang hatten wir immer so ein bisschen Schleifen und Quietschen, wenn wir den Wagen morgens angemacht haben. Das war am Anfang aber gar nicht so schlimm. Wir dachten, das hängt ein bisschen mit Feuchtigkeit zusammen oder dass der Keilriemen ein bisschen zu fest drauf ist. Aber jetzt wurde es immer lauter und lauter. Und jetzt haben wir dank Hilfe von den Busbastlern festgestellt, dass unsere Lichtmaschine einfach zu klein ist für alles, was wir da dran haben. Für den Charger, für den Subwoofer, für die Strahler, für Alles. Subwoofer, habe ich das schon gesagt? Ja. Ergo ist sie ziemlich am Ende. Jetzt ist so ein bisschen mit WD-40. Ja, es Dem ist eher so ein bisschen Ausschlusskriterium, was wir gerade versuchen, ne? Zu gucken, ob es wirklich das ist. Das haben wir jetzt getestet. Es verhärtet sich einfach der Verdacht. Und du hast ja schon gesucht, es gibt eine größere Lichtmaschine. Ja. Dann muss man halt mal ein bisschen umbasteln. Ja, unsere aktuelle hat ungefähr 70 Ampere und die neue, die wir reinbauen können, hat 100. Dann sollten wir damit ziemlich gut auskommen, denke ich. Und wenn wir jetzt morgens beim Starten den Charger und die Klimaanlage und alles auslassen, dann ist das Quietschen auch weg. Was sehr dafür spricht, dass die Lichtmaschine zu schwach ist. Damn it. C'est la vie. Also muss eine größere Lichtmaschine her. Ja. Oder ein großer Motor gleich. Komm, was soll's. Ja, das machen wir danach. Okay. Und hier war eigentlich der Weg, wo wir weiterfahren wollten. Und da hinten stehen sie und angeln. Ihr gutes Recht. Weiter geht's. Was gibt's Feines? Sandwiches. Bester Snack zwischendurch. Nicht das erste Mal auf diesem Trip. Käse, Wurst. Salami oder Schinken? Oh, ich glaube, ich nehme den Schinken. Was für ein Spot. Das war wirklich der Traumspot für unsere Pause. Eigentlich will man gar nicht weiterfahren. Wir haben auch überlegt, ob wir noch eine kurze Badepause machen, aber es müsste Nacktbaden sein. Denn unsere ganze Badekluft, hätte ich beinahe gesagt, ist alles in der Wäsche gerade. Und haben wir nicht dabei. Kein Handtuch, gar nichts. Sonst wären wir natürlich im eiskalten Wasser schwimmen gegangen, oder? Auf gar keinen Fall. 10 Grad zu kalt das Wasser. Einmal haben wir es schon geschafft, Manu zu überreden. Das schaffen wir auch noch ein zweites Mal. Nur nicht jetzt. Weiter geht's? Weiter geht's.
Diese Strecke ist so unfassbar schön. Es macht dermaßen Spaß, hier lang zu fahren. Natürlich ruckelt und scheppert es hier ein bisschen, aber deswegen sind wir hier gefahren. Aber die Landschaft, die Seen, die Tiere, die ganze Natur hier, das ist so schön. Macht einfach richtig Bock. Also Sven und ich haben das hier die ganze Zeit auch schon in Schweden gedacht. Also diese Schwedenhäuser und ein bisschen der Hype da drum und so, das ist halt auch irgendwie berechtigt. Also wir finden das auch richtig schön und diese Strecke irgendwie da, also man kommt echt ins Überlegen, bin ich ganz ehrlich. Also hier stehen so schöne Häuser an den wunderschönsten Stellen und das sieht einfach gut aus. Und das ist ja auch sowas, was wir uns irgendwie vorstellen. Irgendwann mal ein Häuschen genau zwischen See und Bäumen. Und ja, Schweden, du machst es schon gut. Kann man echt mal so sagen. Auch hier wieder so schöne Häuschen. So, wir sind wieder auf Teerstraßen. Das heißt, unsere Offroad-Tour, unsere kleine Mini-Offroad-Tour ist zu Ende. Beziehungsweise sind wir jetzt auf dem Rückweg, wo Svenny schon auf uns wartet und auch die anderen beiden, Bianca und Philipp. Die 3 sind da geblieben und ja, dann sammeln wir die wieder ein und dann machen wir uns weiter Richtung Norden in unserer altbewährten Kolonne. Ist das schon Mobbing? So, wir sind zurück an unserem Platz. Jimny ist gepackt, die anderen Autos auch. Wir dürfen auch mit der mitfahren. Und da ist Svenny. Hat er mich einfach verlassen. Nur kurz. Aber sie ist auch noch dabei. Ja. Wir haben alles zusammengepackt und vertreten uns jetzt noch kurz die Beine mit Peppy. Und währenddessen erzählen wir euch mal noch was über die App, über die wir das Wilderness Life Camp gefunden haben. Und zwar Campy. Der Platz ist auch schon wieder so schön hier und direkt in der Nähe von dem Campingplatz, auf dem wir jetzt stehen. Das Coole ist, wir haben den nicht selbst gefunden, sondern haben eine richtig gute App, mit der wir solche Campingplätze finden. Und zwar die App Campy. Die funktioniert komplett über das Nutzverhalten von über 1 Million Nutzern mittlerweile. Die tragen ihre Lieblingsplätze ein. Wenn ihr die App nutzt, könnt ihr auch eure Plätze eintragen. Ihr könnt einfach suchen und wenn ihr Plätze findet, die euch gefallen, könnt ihr entweder Favoriten anlegen oder ihr legt euch eigene Listen an und könnt so ja, eure ganze Route anhand dieser Campingplätze planen. Ihr habt dabei die Möglichkeit, auf Campingplätze in ganz Europa zuzugreifen. Und es gibt auch unterschiedliche Modelle. Die App ist grundsätzlich eigentlich kostenlos. Da findet ihr schon alle Campingplätze. Es gibt aber auch eine kostenpflichtige Version. Da habt ihr dann noch viel, viel mehr Features, wie zum Beispiel ein Wohnmobil-spezifisches Navigationssystem, was ich ziemlich cool finde. Da könnt ihr eure Daten vom Womo eingeben, wie groß es ist, und das Navi
lotst euch nur da entlang, wo ihr auch mit dem Fahrzeug langkommt. Finde ich ziemlich cool. Was ihr noch mit der Bezahlversion Campy Plus bekommt, sind zum Beispiel Offline-Karten. Heißt, wenn man in der Natur unterwegs ist, kein Netz hat, hast du trotzdem die Navigation und könnt die Campingplätze finden, habt alles offline. Finde ich extrem wichtig und ein richtig cooles Feature. Wenn ihr für euren anstehenden Sommerurlaub die App also auch nutzen möchtet, dann ladet die doch einfach in eurem App Store runter und mit unserem Code NEULANDSTORIES bekommt ihr die ersten 3 Monate von Campy Plus kostenlos. Also es lohnt sich auf jeden Fall, finden wir einen mega Deal. Und ja, App einfach runterladen, anschließend in den App-Einstellungen unseren Code eingeben und dann seid ihr good to go für euren Urlaub. Und alle Infos findet ihr natürlich wie immer unten nochmal in unserer Beschreibungsbox. Alles zusammengepackt und wir sind wieder unterwegs und es geht weiter Richtung Norden. Versuchen wir mal. Schon lange her, dass ich das gemacht habe. Geht's? Ich war noch nie so weit im Norden. Noch gar nie. Polarkreis, krass. Von einem Polarkreis. Hä, wie cool ist das denn? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Irgendwie kam auf einmal das Schild, dass wir da sind. Und ja klar, ich wusste, dass wir schon ziemlich weit im Norden sind, aber dass wir schon so weit im Norden sind, Wir wären fast dran vorbeigefahren. richtig cool. Und wer hätte gedacht, dass die Sonne scheint und dass ich in kurzen Hosen draußen sein kann. Und liebe Leute, so nördlich war Nerdland Stories noch nie. Während die Landschaft draußen an uns vorbeizieht und die Luft spürbar kälter wird, saugen wir die letzten Sonnenstrahlen noch einmal richtig auf. Es sind genau diese Momente, in denen man einfach nur da sitzt und unendlich dankbar ist für einen weiteren fantastischen Tag hier oben in Schweden. Wir sind an unserem neuen Spot angekommen. Ich habe eine Jacke mehr an, also es ist frischer geworden und wir haben jetzt so um die 10 Uhr, 22 Uhr und es ist einfach noch taghell. Das Schöne ist, ich habe hier schon reife Blaubeeren entdeckt, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und weil es morgen regnen soll, haben wir uns einen Spot gesucht, wo es auch eine kleine Schutzhütte gibt. Das zeigen wir euch morgen dann aber. Wir essen jetzt alle noch schnell was, beziehungsweise Bianca verköstigt uns wieder. Ich weiß gar nicht, wie wir ohne die weiterreisen sollen. Und dann schlüpfen wir auch schnellstmöglich in unsere Schlafsäcke. Guten Morgen. Es ist so herrlich hier. Es ist absolute Stille. Man hört fast gar nichts. Nur ein bisschen den Wind in den Bäumen. Wir haben so gut wie keine Moskitos hier, was absolut verrückt ist. Nur ein paar. Und ja, heute Morgen ist es einfach richtig schön. Die Sonne ist schon ultra warm. Und diese Stille ist einfach abgefahren.
Ich stehe jetzt hier quasi mitten in dem Stellplatz. Hier hinter mir ist die Feuerstelle und vorne ist ein kleines Häuschen mit einem kleinen Plumpsklo mit, glaube ich, einem der schönsten Pool with a View Blicke, die ich bisher auf dieser Reise hatte. Und wir sind so dankbar für dieses Angebot hier. Hier wurde sogar Holz für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir haben auch ein bisschen von unserem eigenen mitgebracht. Also können wir da noch mal ein bisschen was da lassen. Ja, einfach richtig, richtig cool hier. Das hier ist quasi die Toilette und das ist der Ausblick. Das ist so cool. Man muss natürlich die Tür offen lassen, aber ich glaube, man hört ganz gut, ob jemand kommt oder nicht. Guten Morgen, Mila. Morgen. Aus diesem eigentlich sehr herrlichen Tag morgen, die Sonne hat, also es war mega schön, ist ein richtig grauer, regnerischer Tag geworden und es hat jetzt erst so richtig aufgehört. Wir wollten unbedingt hier noch Blaubeeren sammeln und deswegen machen wir das jetzt noch. Wir haben zwar schon, keine Ahnung, fast 10 Uhr abends, aber es ist ja lange hell und Bianca und ich, wir ziehen los. Und sich behaupte abends um 22 Uhr noch Blaubeeren. Nee. Und wir sind hoch motiviert. Zeig die Schüssel. Langsam kommen die Mossis, aber langsam kommen die Mossis. Also wir sammeln schon eine ordentliche Zeit. Wir sind sportlich losgestartet mit einer großen Schüssel. Wir machen auch noch ein bisschen weiter. Wir müssen mal gucken, wie lange uns die Moskitos noch lassen. Knapp eine Stunde haben wir gesammelt. Ein paar Moltebeeren haben wir noch gefunden. Da bin ich sehr gespannt. Und nicht eine ganz volle Schüssel, aber Für einen Kuchen reicht's. für 2, Für 2, 3. 3. Damit gebe ich mich zufrieden. Und wir sehen uns morgen früh. Wir packen hier jetzt noch ein bisschen zusammen, weil morgen soll es richtig regnen und wir müssen losfahren, weil kein Wasser mehr, kein Strom mehr, Gar nichts mehr. gar nichts mehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist doch tolles Wetter, der Regen kommt gerade von oben. Morgen. Moin. Und ich kriege Ärger, wenn ich versuche, Badener Dialekt oder Schwäbisch nachzumachen. Ne? Das war irgendwas. Das war nicht. Ja, vergiss es. Moin, moin. Das Wetter ist mies, die Laune ist gut. Oder so.
Der erste Kaffee hilft auf jeden Fall. Peppi ist auch nur schnell raus, hat gefressen und ist jetzt in ihrer Box. Die hat gar keine Lust da drauf. Manu fährt automatisch sein, was ist das, Tessera? Rollcover zu. Einfach weil er es kann. Und wir versuchen jetzt mal die Dachzelte ready zu kriegen. Zelt 1 ist abgebaut. Leider Manus. Ich freue mich für Manu. Aber Zelt 2 sind wir. Das kommt jetzt. Das klingt jetzt so, als hättest du geholfen dabei, das Zelt abzubauen. Mhm. Ja? Hat er nicht. Brauchtest du Hilfe? Nee. Siehst du? Ich schon. Das Zelt wollten wir eigentlich zusammenklappen. Ich habe keinen Akku mehr für solche Späße. Ein Ski-Akku mehr. Ach so. Okay. Gut. Es war ein harter Kampf, aber wir haben alles eingeräumt. Es ist alles verstaut und wir können losfahren. Mit den süßen Neuländis. Und mit dem Manu, unserem roten Führer hier vorne. Ich liebe dieses Auto, wie es fährt. Das Schöne am Regentag sind die Matschpisten. Jetzt kriegt das Auto auch mal seinen verdienten Anstrich. So, liebe Leute, wir haben unseren nächsten Stellplatz erreicht und der ist mal wieder richtig, richtig schön im Wald, am See. Wie sollte es anders in Schweden sein? Es ist allerdings ziemlich schlechtes Wetter. Das macht es ein bisschen schwieriger, heute draußen am Feuer zu sitzen, weil hier sind noch extrem viele Moskitos. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn hier an dem Platz gibt es so eine richtig schöne Hütte, die man benutzen kann. Man kann da zwar nicht drin schlafen, aber das wollen wir eh nicht. Aber wir haben uns jetzt entschieden, dass wir heute unser Abendessen und gemütlich zusammensitzen in diese richtig schöne Hütte verlegen. Und alle sind auch gerade schon drin, bereiten das Essen vor, Feuer ist auch schon an. Und wir genießen jetzt einfach diesen richtig schönen Abend da drin. Richtig cool, dass es das gibt. So langsam neigen sich unsere gemeinsamen Abenteuer dem Ende zu. Weiter oben im Norden zieht es jeden von uns nochmal auf seine ganz eigene Route. Umso mehr genießen wir die gemeinsamen Abende, die wir noch zusammen haben. Und dann geht es
dauert halt 10 Minuten bis hier. Oh, jetzt gesagt, dass du das machst. Aber dann schon Benziner und so. Es war ein richtig schöner Abend mit allen zusammen. Voll cool, dass es hier einfach die Möglichkeit gibt, in solchen Hütten Unterschlupf zu finden, dass es dieses Angebot einfach gibt. Da drin war es warm mit einem kleinen Ofen. Es gab einen großen Tisch, wo wir alle zusammen sitzen konnten und essen konnten. Und ja, wir durften auch mal die Runde ein bisschen verköstigen. Ja, du. Ja, Und es war mega lecker. das freut mich. Die meisten, nee, eigentlich schon alle sind im Bett. Wir gehen jetzt auch hoch ins Zelt, Ja. wollten uns aber noch von euch verabschieden. Und ja, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und falls ihr Lust habt oder bald vor eurem Sommer-Camperurlaub steht, dann ladet euch auf jeden Fall Campy runter und nutzt mit unserem Code Neuland Stories die 3 Monate gratis Campy Plus. Yes. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ist richtig cool und man bekommt einen coolen Überblick. Einfach mal durchtesten und gucken, ob das für einen ist. Ja. Mega gut. Emoji der Woche ist ein kleines Häuschen für Schwedenhaus. Oh ja. Weil vielleicht, wer weiß. Wir finden es richtig spannend. Ich habe gehört, Emoji-Träume werden wahr. Oder Wirklich? Das ist Und, neu. ja, wir hoffen, es hat euch gefallen diese Woche mit uns. Liked das Video, hype das Video. Und abonniert diesen Kanal. Das würde uns unterstützen. Kostet euch nicht mehr als 2 kleine Klicks. Und ja, wir würden uns sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt sind wir bekanntlich im echten Norden und wir sind mega gespannt, was die Wochen so bringen werden. Oh ja. Kalt ist es geworden auf jeden Fall, wie man vielleicht sehen kann. Ja, wir haben unsere Firmenmützen ausgepackt. Aber mehr davon gibt's nächste Woche. Danke. Ende. Hallo, Entschuldigung. Es ist 1 Uhr nachts. Könnt ihr mal die Fresse halten? Ja, mach du mal deine Standheizung aus. Gute Nacht. Ja.